Es gibt eine bestimmte Art von Einsamkeit, die sich von allen anderen unterscheidet. Nicht die Einsamkeit eines Menschen, der niemanden hat. Nicht die Einsamkeit eines Menschen, der gerade verlassen wurde. Es ist die Einsamkeit eines Menschen, der mitten unter anderen sitzt, lacht, spricht, funktioniert und trotzdem das unaufhörliche, leise Gefühl trägt, dass niemand wirklich versteht, was in ihm vorgeht. Dass die Worte, die er sagt, nie ganz das ausdrücken, was er meint. Dass die Verbindungen, die er eingeht, irgendwie immer an der Oberfläche bleiben, egal wie sehr er sich bemüht. Wenn du weißt, wovon ich spreche, dann ist dieses Video für dich. Nicht weil du krank bist, nicht weil etwas mit dir nicht stimmt, sondern weil es eine psychologische Wahrheit gibt, die selten ausgesprochen wird, eine Wahrheit, die Carl Jung in seinen Schriften immer wieder berührt hat, ohne dass die meisten Menschen sie wirklich verstanden haben. Intelligenz, echte, tiefe, reflektierte Intelligenz, ist eine der einsamsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist nicht, warum finden intelligente Menschen keine Verbindung? Die Frage ist viel tiefer, viel unbequemer. Was ist es in der Natur des denkenden, fühlenden, suchenden Menschen, das ihn immer wieder in die Isolation treibt, selbst dann, wenn er es nicht will? Jung sprach von der Psyche als einem komplexen, vielschichtigen System. Er glaubte nicht, dass der Mensch ein einfaches Wesen ist, das einfache Bedürfnisse hat. Er sah in jedem Menschen eine innere Welt von enormer Tiefe, voller Widersprüche, Archetypen, unbewusster Kräfte und eines unstillbaren Dranges nach Sinn. Und er wusste, dass diese innere Welt für die meisten Menschen unsichtbar bleibt. Nicht weil sie nicht existiert, sondern weil es schmerzhaft ist, sie zu sehen. Der intelligente Mensch, und damit meine ich nicht den Menschen mit hohem IQ, sondern den Menschen, der fühlt, der hinterfragt, der tief denkt, der die Oberfläche der Dinge nie für ausreichend hält, dieser Mensch lebt in einer konstanten Spannung. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Er fühlt Dinge, die andere nicht fühlen. Er stellt Fragen, die andere nicht stellen. Und mit der Zeit lernt er, diese Fragen zu verstecken, diese Tiefe zu verstecken, sich selbst zu verstecken. Denn er hat erfahren, was passiert, wenn er es nicht tut. Er hat erfahren, wie die Augen der anderen glasig werden, wenn er anfängt, wirklich zu sprechen. Wie das Gespräch sich verflacht, sobald er die Ebene wechselt. Wie Menschen sich unwohl fühlen, wenn er zu ehrlich ist, zu direkt, zu intensiv. Und so hat er gelernt, eine Maske zu tragen. Eine Persona, wie Jung sie nannte. Eine Version von sich selbst, die sozial akzeptabel ist. Die niemanden überfordert, die niemanden erschreckt. Aber diese Maske hat einen Preis. Jeden Tag, den du diese Maske trägst, entfernst du dich ein Stück weiter von dir selbst. Nicht dramatisch, nicht auf einmal, sondern in kleinen, kaum wahrnehmbaren Schritten. Du lachst über Witze, die dich nicht wirklich amüsieren. Du stimmst Meinungen zu, die du innerlich ablehnst. Du vereinfachst deine Gedanken, damit sie verdaulicher werden. Du machst dich kleiner, damit andere sich größer fühlen können. Und irgendwann, nach Jahren, manchmal nach Jahrzehnten, schaust du in den Spiegel und erkennst dich selbst kaum noch. Das ist keine Metapher. Das ist Psychologie. Jung nannte diesen Prozess die Entfremdung vom Selbst. Und er war überzeugt, dass diese Entfremdung eine der tiefsten Quellen menschlichen Leidens ist. Nicht Armut, nicht Krankheit, nicht äußeres Unglück, sondern das innere Auseinanderdriften zwischen dem, was ein Mensch wirklich ist, und dem, was er nach außen darstellt. Und hier beginnt die eigentliche Einsamkeit. Denn Einsamkeit ist nicht das Fehlen von Menschen. Einsamkeit ist das Fehlen von echter Verbindung. Und echte Verbindung ist nur möglich, wenn du wirklich gesehen wirst, nicht deine Maske, nicht deine Rolle, nicht deine nützliche Funktion im Leben anderer, sondern du. Die rohe, ungefilterte, komplexe, widersprüchliche Person, die du wirklich bist. Und der intelligente, tief fühlende Mensch weiß, oft unbewusst, manchmal sehr bewusst, dass die meisten Menschen nicht bereit sind,
das zu sehen, dass echte Begegnung selten ist, dass die meisten Beziehungen im Leben auf Rollen basieren, auf gegenseitigem Nutzen, auf geteilten Ablenkungen, aber nicht auf dem, was Jung als die wirkliche Begegnung zweier Seelen beschrieb. Also zieht er sich zurück, nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz. Es gibt einen Archetyp in Jungs Werk, der hier von zentraler Bedeutung ist, den Weisen. Der Weise ist nicht der Mensch, der alles weiß. Der Weise ist der Mensch, der gelernt hat, mit dem Nichtwissen zu leben, der die Komplexität der Welt nicht vereinfacht, sondern aushält, der Fragen mehr schätzt als Antworten. Und dieser Archetyp, dieser innere Weise ist in vielen intelligenten, reflektierten Menschen tief verankert. Aber der Weise ist traditionell eine einsame Figur. Er sitzt am Rand der Gemeinschaft, nicht im Zentrum. Er wird konsultiert, wenn die Dinge schwierig werden, aber nicht eingeladen, wenn die Dinge leicht sind. Er wird respektiert, aber selten wirklich geliebt. Nicht, weil er nicht liebenswert wäre, sondern weil seine Gegenwart etwas in anderen auslöst, das unbequem ist, das Gefühl, nicht tief genug zu denken, nicht ehrlich genug zu leben, nicht wirklich präsent zu sein. Und Menschen fliehen vor diesem Gefühl. Immer. Hier liegt eine der bittersten Paradoxien des intelligenten Menschen. Je tiefer er denkt, je ehrlicher er lebt, je authentischer er wird, desto schwieriger wird es, echte Verbindung zu finden. Nicht weil er arrogant ist, nicht weil er andere verachtet, sondern weil Tiefe anzieht und echte Tiefe selten ist. Jung sprach von dem, was er die psychologische Reife nannte. Die Fähigkeit, sich selbst wirklich zu begegnen. Die Fähigkeit, den eigenen Schatten zu sehen, all jene Teile von sich selbst, die man lieber verleugnen würde. Die Fähigkeit, mit Widerspruch zu leben, ohne ihn aufzulösen. Die Fähigkeit, die Komplexität des Lebens auszuhalten, ohne in Vereinfachung. Diese Reife ist nicht allen gegeben. Nicht, weil manche Menschen besser oder schlechter wären, sondern weil dieser Prozess schmerzhaft ist, weil er Verluste fordert, weil er bedeutet, sich von Illusionen zu verabschieden, die das Leben erträglicher machen. Und die meisten Menschen menschlicherweise ziehen es vor, in diesen Illusionen zu bleiben. Der intelligente, reflektierte Mensch hat diese Wahl oft nicht. Oder genauer, er hat sie versucht zu treffen und festgestellt, dass er es nicht kann, dass die Illusionen für ihn nicht funktionieren, dass er die Fragen, die er stellt, nicht einfach abstellen kann, dass das Denken, das Fühlen, das Hinterfragen nicht aufhört, egal wie sehr er es manchmal möchte. Und es ist erschöpfend. Es gibt eine spezifische Art von Erschöpfung, die intelligente Menschen kennen und die kaum jemand versteht, der sie nicht selbst erlebt hat. Es ist nicht die Erschöpfung der körperlichen Arbeit. Es ist die Erschöpfung des ständigen Denkens, des ständigen Fühlens, des ständigen Beobachtens sich selbst, andere, die Dynamiken in jedem Raum, den man betritt. Die Erschöpfung des Menschen, der nie wirklich abschalten kann, weil sein Geist immer arbeitet, immer analysiert, immer sucht. Und in dieser Erschöpfung liegt eine weitere Falle, der Rückzug. Nicht der bewusste, gewählte Rückzug in heilsame Einsamkeit, sondern der graduelle, kaum merkliche Rückzug aus Verbindungen, die zu viel Energie kosten, aus Gesprächen, die zu flach sind, aus Beziehungen, die zu oberflächlich sind. Und irgendwann hat man sich so weit zurückgezogen, dass man aufschaut und feststellt, ich bin allein. Nicht weil ich es wollte, sondern weil es passiert ist. Jung schrieb über die Notwendigkeit, was er die Individuation nannte, den Prozess, durch den ein Mensch zu dem wird, was er wirklich ist. Nicht das, was andere aus ihm gemacht haben. Nicht das, was die Gesellschaft von ihm erwartet, sondern das, was in seiner tiefsten Natur angelegt ist. Dieser Prozess ist unausweichlich für den Menschen, der wirklich denkt. Er beginnt oft mit einem Gefühl von Fremdheit in der Welt, unter Menschen, manchmal sogar in der eigenen Familie. Und dieses Gefühl von Fremdheit ist kein Defekt. Es ist ein Signal, dass der Prozess der Individuation begonnen hat, dass die Psyche beginnt,
sich von den aufgezwungenen Rollen, den ererbten Überzeugungen, den gesellschaftlichen Masken zu lösen. Dass etwas Tieferes, Echteres beginnt, sich zu zeigen. Und dieser Prozess ist zumindest am Anfang fast immer einsam, weil die Menschen um dich herum diesen Prozess nicht verstehen. Weil sie sehen, dass du dich veränderst, aber nicht verstehen warum. Weil deine Fragen sie verunsichern. Weil deine Ehrlichkeit sie herausfordert. Und weil Menschen, die sich selbst nicht wirklich begegnet sind, oft Schwierigkeiten haben, jemandem zu begegnen, der es tut. Aber hier möchte ich bei etwas innehalten, das selten gesagt wird. Die Einsamkeit des intelligenten, reflektierten Menschen ist nicht nur ein Leiden. Sie ist auch, und das ist vielleicht das Unbequemste von allem, manchmal eine Wahl. Eine unbewusste, tief verwurzelte Wahl. Denn es gibt etwas im intelligenten Menschen, das Verbindung fürchtet. Nicht oberflächliche Verbindung, die ist leicht, sondern echte, tiefe, verletzliche Verbindung. Die Art von Verbindung, bei der jemand anderes wirklich sieht, wer du bist. Nicht das Bild, das du von dir gibst. Nicht die beeindruckende Version, sondern die unsichere, suchende, manchmal verlorene Version. Diese Verbindung bedeutet Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit bedeutet die Möglichkeit des Schmerzes. Und der intelligente Mensch, der analysiert, der vorausdenkt, der Konsequenzen sieht, bevor sie eintreten, dieser Mensch weiß auf einer tiefen Ebene, wie sehr es wehtun kann, wirklich gesehen zu werden und dann verlassen zu werden. Also wählt er unbewusst, aber konsequent die Einsamkeit. Nicht weil sie gut ist, sondern weil sie sicher ist. Jung nannte diesen Teil des Schattens, die Angst vor der Verbindung, verkleidet als Überlegenheit, als Anspruch, als das Gefühl, dass niemand gut genug ist, niemand tief genug, niemand interessant genug. Aber unter dieser Überzeugung, wenn man wirklich ehrlich schaut, liegt nicht Überlegenheit, liegt Angst, liegt die tiefe, alte Wunde des Menschen, der zu oft versucht hat, gesehen zu werden und stattdessen übersehen wurde. Das ist schwer zu hören. Ich weiß. Aber es ist vielleicht der wichtigste Satz in diesem ganzen Video. Die Einsamkeit intelligenter Menschen ist oft nicht das Ergebnis ihrer Tiefe allein. Sie ist auch das Ergebnis der Schutzschichten, die sie um diese Tiefe herum aufgebaut haben. Und Schutzschichten können abgebaut werden. Nicht schnell, nicht einfach, aber sie können abgebaut werden. Jung glaubte nicht, dass der Mensch zur Einsamkeit verurteilt ist. Er glaubte, dass echte Verbindung möglich ist, aber nur zwischen Menschen, die den Mut aufgebracht haben, sich selbst wirklich zu begegnen, die ihren eigenen Schatten kennen, die ihre eigene Verletzlichkeit nicht verstecken, sondern als Teil ihrer Menschlichkeit akzeptieren. Das ist keine romantische Vorstellung. Es ist eine psychologische Realität. Die tiefsten, dauerhaftesten menschlichen Verbindungen entstehen nicht dort, wo zwei perfekte Masken aufeinandertreffen. Sie entstehen dort, wo zwei Menschen bereit sind, ihre Masken abzulegen. Wo Schwäche kein Versagen ist, sondern eine Einladung. Wo das Gespräch nicht bei der Oberfläche bleibt, weil beide Seiten bereit sind, tiefer zu gehen. Diese Verbindungen sind selten. Das ist wahr. Aber sie sind möglich. Und der erste Schritt zu ihnen ist nicht, die richtigen Menschen zu finden. Der erste Schritt ist, sich selbst zu erlauben, gefunden zu werden. Das bedeutet Risiko. Das bedeutet die Möglichkeit, verletzt zu werden. Das bedeutet, die sicherere Einsamkeit aufzugeben für die unsicherere, aber lebendigere Verbindung. Und vielleicht ist das die eigentliche Frage, die du dir heute stellen kannst. Nicht, warum verstehen mich die Menschen nicht, sondern, erlaube ich den Menschen überhaupt, mich wirklich zu sehen? Sitz mit dieser Frage, nicht um sie zu beantworten, sondern um zu fühlen, was sie in dir auslöst. Denn in dieser Reaktion liegt mehr Wahrheit über dein inneres Leben als in jedem Buch, das du je gelesen hast. Die Einsamkeit des intelligenten Menschen ist real. Sie ist schmerzhaft. Und sie ist zumindest zum Teil selbst gewählt. Das macht sie nicht weniger wahr. Aber es macht sie veränderbar. Nicht durch Selbstoptimierung,
Nicht durch Techniken oder Programme, sondern durch die schlichte, mutige, erschreckende Entscheidung, sich selbst zu zeigen. Dem richtigen Menschen, im richtigen Moment, ohne Garantie. Das ist alles, was Jung letztendlich meinte, wenn er über die Verbindung zwischen Menschen sprach. Nicht Perfektion, nicht Sicherheit, sondern Mut zur Begegnung. Wenn dieses Video dich berührt hat, wenn du in diesen Worten etwas erkannt hast, das du lange nicht in Sprache fassen konntest, dann bist du hier am richtigen Ort. Auf diesem Kanal gehen wir gemeinsam in die Tiefe. Nicht mit einfachen Antworten, nicht mit Versprechen, sondern mit den Fragen, die wirklich zählen. Abonniere jetzt, aktiviere die Glocke und komm zurück, denn das Gespräch hat gerade erst begonnen.